Hi there, my name's Adam F. Thompson, and this series, in this session, we're going to talk about prophetic teaching. Hallo, mein Name ist Adam F. Thompson und in dieser Session sprechen wir über prophetische Lehre. There's a lot of teachers out there, Es gibt viele Lehrer and it's part of the apostolic, und das ist ein Teil des apostolischen as Dienstes, I have mentioned in the previous session. wie ich das in der vorigen Session schon gesagt habe. There's apostolic ministries, Es gibt apostolische Dienste. Ephesians 4:11. Epheser 4, Vers 11. It says God has called apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Wo es heißt, Gott hat berufen Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten. But then as you read on, it says to equip the body, Und sie sind dazu da, um den Leib Christi to aufzubauen, bring the church into unity um die Gemeinde in Einheit zu bringen and maturity. und auch in eine Reife. And I believe we're in a process right now, in a transition where the church is forming into maturity. Und ich glaube, dass wir in einem Prozess sind, in einer Veränderung, wo die Gemeinde hineingeht in eine Reife. And that's part of the apostolic calling. Und das ist ein Teil des apostolischen Dienstes. And teachers are very apostolic. Und Lehrer sind auch sehr There apostolisch. can be many different types of teachers. Es kann sehr viele verschiedene Arten von Lehrer But on this sein. subject is the prophetic teacher. Aber in diesem Thema sprechen wir über den prophetischen Lehrer. And I know a couple of good prophetic teachers in my life. Und ich kenne einige gute prophetische Lehrer in meinem Leben. One of them is a friend of mine called Ken Fish. Einer davon ist ein Freund von mir, Ken Fish. He's an amazing teacher, Er ist ein erstaunlicher Lehrer, a scholar of the word, ein Student des Wortes. and he teaches on the subject of the prophetic and revival, Und er spricht über das Prophetische in Bezug auf Erweckung, to equip the body um den Leib Christi to hear from zuzubereiten, God. dass sie von Gott hören. And another good friend of mine, Ein anderer guter Freund von mir, Adrian Bill, Adrian Bill, who is the co-author of the Divinity Code to Understanding Dreams and Visions, und er ist, pardon, say it again, please. who's the author of the Divinity Code to Understanding Dreams and Visions. Okay, er ist der Autor von dem Buch Divinity Code He's a prophetic teacher. über Träume und Visionen, und er ist ein Lehrer. And the specific thing about these two teachers Und das Prophetische über diese zwei, oder das Wichtige über diese zwei Lehrer ist, they not only teach, sie lehren nicht nur, but they demonstrate. sie demonstrieren das auch. So it's very important to teach, Und es ist sehr wichtig zu lehren, but it's one thing to teach, aber es ist eine Sache zu and it's lehren another thing to demonstrate und es ist eine andere Sache, das dann auch zu demonstrieren, what you're teaching. was man lehrt. Signs and wonders should follow the teaching or the preaching of the word. Und Zeichen und Wunder sollten der Lehre oder der Predigt des Wortes folgen. In Mark 16, In Markus 16 Jesus says, "Go, sagte Jesus, geht hin, preach the gospel, predigt das Evangelium and signs will follow." und Zeichen werden But folgen. when you read the end of the chapter, Und wenn man dann am Ende dieses it Kapitels says liest, that the signs and wonders confirm the preaching or the teaching of the word. dann heißt es, diese Zeichen und Wunder werden die Predigt oder die Lehre des Wortes bestätigen. So you can have teachers out there, Man kann also Lehrer haben and they not necessarily have to follow in signs and wonders, und nicht notwendigerweise folgen ihnen auch Zeichen und but to Wunder. identify a prophetic teacher Aber um die prophetischen Lehrer wirklich zu ermutigen, needs to have some demonstration. ist es wichtig, dass da auch Demonstration gezeigt I wird. don't call myself a teacher, Ich selber nenne mich nicht Lehrer, but I do teach out of my experience, aber ich lehre aus meiner Erfahrung and I teach heraus with the foundation of the word, und ich lehre aus dem Fundament des but I Wortes, do demonstrate. aber ich demonstriere dann auch die Dinge. And it's very important with a prophetic teacher Und es ist sehr wichtig bei einem prophetischen Lehrer, that has an ability to change the atmosphere. dass er die Fähigkeit hat, die Atmosphäre in einem Raum zu verändern. Every apostolic teacher Jeder apostolische Lehrer does need to at least have the atmosphere change and bring revelation and deposit a conception of the revelation of the kingdom inside of you. sollte wenigstens in der Lage sein, die Atmosphäre in einem Raum zu verändern und den Menschen ein Konzept zu geben, wie man prophetisch sein kann. I was on the road with one teacher, I won't mention his name, Ich war unterwegs mit einem Lehrer, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen,
And we can all fall into this trap Und wir können alle in diese Falle gelangen, where when you teach, dass wenn man lehrt, I found that after the first 15 minutes of teaching, dass nach den ersten 15 Minuten in der Lehre people can lose focus. die Menschen sich nicht mehr konzentrieren And können. it's very important when you teach, Und es ist sehr wichtig, wenn man lehrt, you bring your teaching with a backing of a testimony with experience of what happened. dass du die Lehre auch untermauerst mit Zeugnissen, A testimony of signs and wonders, ein Zeugnis über Wunder und Zeichen, stories Geschichten, to back it up, um das zu and bestätigen. also humor is very important, Und auch Humor ist sehr wichtig. which can change the atmosphere Und es kann die Atmosphäre and make verändern the teaching animated. und kann dann die Lehre unterstützen. So I told this friend of mine who was teaching, Und ich habe diesem Freund von mir gesagt, und er hat gelehrt, and he was struggling a little bit. und er hat ein bisschen gekämpft. And the revelation that God gave me is I gave him this coaching, Und die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, ich habe ihn ein bisschen gecoacht. and he changed it to what I said. Und er hat dann das verändert, was ich And it's gesagt habe. not my opinion, it's a revelation from God. Nun, das ist nicht meine Meinung gewesen, sondern eine Offenbarung von And what Gott. happened when we were in South Africa, the whole atmosphere changed. Und was geschehen ist, das war in Südafrika, die Atmosphäre hat sich völlig verändert. People hear testimony, they get encouraged. Und die Menschen haben dann Zeugnisse gehört, die ermutigend It waren, increases their faith. und hat ihren Glauben And it aufgebaut primes their heart to receive. und hat ihr Herz zubereitet zu empfangen. And the extended teaching becomes it brings people to a place where they receive impartation. Und diese erweiterte Lehre bringt dann die Menschen dazu, dass sie Zuteilung empfangen, dass sie es verstehen. So prophetic teaching is important, So prophetische Lehre ist sehr wichtig. and to put the cherry on the cake, Und um die Kirsche auf den Kuchen zu bringen, is you need to, if you can demonstrate it, the prophetic on top of that, then Is- you have a fantastic anointing to bring manifestation of the kingdom. ist, wenn du dann das Prophetische auch noch demonstrieren kannst und wenn dann das wirklich eine Einheit ist, den Menschen das Königreich Gottes zu zeigen und See, Paul offenbaren. the apostle was an amazing teacher, Paulus, der Apostel, war ein erstaunlicher Lehrer, apostolic teacher, ein apostolischer Lehrer, but he got revelation from the kingdom. aber er hat auch Offenbarung bekommen über das He Königreich. got caught up in the third realm in 2 Corinthians 12. In 2. Korinther 12 wurde er entrückt in den dritten Himmel. And it says 14 years ago, he said, I knew a man that got caught up into the third realm. Und er hat gesagt, ich kenne einen Menschen, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel entrückt wurde. He was talking about himself, Er hat von sich selber but he geredet, said he heard and saw inexpressible things he wasn't permitted to say. aber er hat gesagt, er hat erstaunliche Dinge gehört, die man nicht aussprechen kann, und er hat nicht die Erlaubnis, sie zu sagen. I believe he wasn't permitted to say back 14 years before he started his true ministry. Ich glaube, er durfte es vor diesen 14 Jahren, also in dieser Zeit vorher, nicht sagen, als er seinen Dienst gestartet hat. But when God gave him the permission to release it, Aber als Gott ihn dann zugelassen hat, dass er das weitersagen it darf, turned the world upside down. dann hat es die Welt auf den Kopf gestellt. And he said, I move with visions and revelation. Und er hat gesagt, ich diene mit Visionen und mit Offenbarungen. And signs and wonders Und follow. Zeichen und Wunder folgen. And in Galatians 2, he said, I went in response to a revelation. Und in Galater 2 sagte, ich bin gegangen aufgrund einer Offenbarung. So the teaching doesn't need to be just literature. Und die Lehre muss nicht nur in der Schrift sein und aus der Schrift sein, It needs to have revelation behind it, the weight of the revelatory kingdom. sondern es muss auch eine Offenbarung dahinter stehen aus dem Bereich des Reiches Gottes. So thank you for listening. Danke, dass ihr zugehört habt. Be blessed Seid and look gesegnet forward to the next session. und freut euch auf die nächste Session.